Viele wissen am Anfang schon, worüber sie schreiben wollen, aber noch nicht, was sie eigentlich damit herausfinden möchten. Ein Thema allein gibt deiner Bachelorarbeit noch keine Richtung. Entscheidend wird erst, welche konkrete Frage du damit eigentlich beantworten möchtest. Viele Studierende haben am Anfang ihrer Bachelorarbeit ein Thema, aber keine klare Fragestellung. Sie wissen, worüber sie schreiben wollen, aber nicht genau, was sie eigentlich herausfinden möchten. Und selbst wenn eine erste Fragestellung formuliert ist, bleibt oft unklar, worauf die Arbeit am Ende hinauslaufen soll. Eine wissenschaftliche Arbeit braucht in diesem Moment vor allem eines: Richtung. Diese Richtung entsteht nicht nur durch das Thema, sondern durch das Zusammenspiel von drei Dingen: der Fragestellung, der Zielsetzung und dem Erkenntnisinteresse. Die Fragestellung beschreibt, welches konkrete Problem du untersuchst. Sie macht aus einem Themenfeld eine klare, bearbeitbare Aufgabe und bildet den Kern deiner Arbeit. Ein Unterschied ist dabei: ein Thema beschreibt ein Feld. Eine Forschungsfrage beschreibt ein konkretes Problem innerhalb dieses Feldes. Damit verschiebt sich auch die Perspektive. Es geht nicht mehr nur um die Frage, was dich interessiert, sondern darum, was du in diesem Themenbereich konkret verstehen, erklären oder überprüfen möchtest. Damit eine Fragestellung diese Funktion erfüllen kann, sollte sie klar formuliert und im Rahmen deiner Möglichkeiten beantwortbar sein. Sie gibt die Richtung vor, an der sich alle weiteren Schritte orientieren. Eng damit verbunden ist die Zielsetzung. Sie beschreibt, was du mit deiner Arbeit erreichen möchtest. Während die Forschungsfrage formuliert, was du herausfinden willst, beschreibt die Zielsetzung, welches Ergebnis daraus entstehen soll. Dabei geht es nicht um den Weg, sondern um das Ziel deiner Untersuchung. Formulierungen wie eine Umfrage durchführen beschreiben eine Methode, aber kein Ziel. Das Erkenntnisinteresse geht noch einen Schritt weiter. Es macht deutlich, warum deine Untersuchung sinnvoll ist und welchen Beitrag sie im wissenschaftlichen Kontext leistet. Dabei geht es nicht darum, ein großes Problem zu lösen. Eine Bachelorarbeit darf bewusst klein bleiben. Entscheidend ist, dass klar wird, was man nach deiner Arbeit besser versteht als vorher. Wenn man diese drei Elemente zusammennimmt, entsteht ein Gesamtbild. Die Fragestellung gibt die Richtung vor, die Zielsetzung beschreibt das angestrebte Ergebnis und das Erkenntnisinteresse ordnet ein, warum das Ganze relevant ist. Wenn diese drei Punkte zusammenpassen, wirkt deine Arbeit klar und nachvollziehbar. Wenn sie auseinanderfallen, entsteht schnell Unschärfe. Ein typisches Problem ist, dass Fragestellungen zu breit formuliert werden. Wenn eine Frage so groß ist, dass sie mehrere Arbeiten füllen könnte, ist sie für eine Bachelorarbeit meist zu umfangreich. Ebenso wichtig ist die klare Trennung von Ziel und Methode. Die Fragestellung beschreibt, was du herausfinden möchtest, nicht wie du dabei vorgehst. Wichtig ist auch: eine gute Fragestellung entsteht selten auf einmal. Sie entwickelt sich Schritt für Schritt, ausgehend vom Thema über das zugrunde liegende Problem bis hin zu dem, was sich realistisch untersuchen lässt. Sobald diese Klarheit da ist, wird der gesamte Prozess deutlich einfacher. Du kannst Entscheidungen besser einordnen und erkennst schneller, ob ein Schritt sinnvoll zu deiner Arbeit beiträgt. Dieses Video ist Teil der Videoserie von Thesis Kompass, deinem Wegweiser durch die Bachelorarbeit. Wenn du dir mehr Orientierung im Prozess wünschst, schau dir gerne die nächsten Videos an.